Hallo Freunde, Apple CarPlay und Android Auto Displays für Motorräder sind gerade sehr populär und beliebt. Darüber habe ich ja auch in letzter Zeit schon einige Videos erstellt. In diesem Video möchte ich euch ein weiteres Gerät aus dieser Reihe vorstellen. Und zwar geht es um das Shige AEO 5 Play, ein weiteres smartes Motorraddisplay, was ebenfalls eine Apple CarPlay und Android Auto Funktion bietet. Zusätzlich dazu habe ich zwei optionale Erweiterungen. Einmal einen Reifendrucksensor und zum anderen eine Fernbedienung. Wie diese drei Sachen zusammen funktionieren und wie das alles aussieht, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Also wie immer, dranbleiben. In diesem Video geht es um das Shige AEO 5 Play mit der optional erhältlichen Lenkerfernbedienung und den ebenfalls optional erhältlichen Reifendrucksensoren. Bei dem AEO 5 Play handelt es sich um ein 5 Zoll großes IPS-LCD-Display mit einer Bildwiederholrate von 60 Frames pro Sekunde. Dank seiner hohen Helligkeit bleibt der Bildschirm auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar. Die automatische Helligkeitsanpassung funktioniert gut und sorgt für optimale Sicht zu jeder Tageszeit. Die Bedienung funktioniert einwandfrei und das natürlich auch mit Motorradhandschuhen. Das Gerät ist IP68 zertifiziert, das heißt, es ist also staub- und wasserdicht und verfügt über eine Anti-Beschlagsbeschichtung. Mit integriertem 5 GHz Wi-Fi und Bluetooth 5 verbindet sich das Gerät mit deinem Smartphone und unterstützt dabei sowohl Apple CarPlay als auch Android Auto. Somit kann man auch hier Navigation, Musik und Anrufe direkt über das Display steuern. Schauen wir uns mal an, was alles mitgeliefert wird. Man sagt ja, das Auge ist mit und somit haben wir hier schon mal eine hochwertige Verpackung. Als erstes findet man eine Schnellstartanleitung sowie eine Bedienungsanleitung. Diese ist kurz gehalten, gut lesbar und auch auf Deutsch. Darunter befindet sich das Gerät. Auf der Oberseite findet man einige Bedienelemente zum Wechseln der Ansichten, zum Abdunkeln des Monitors oder zum Sperren des Geräts. Unter der Abdeckung auf der Unterseite befindet sich ein USB-C-Anschluss sowie ein Mini-SD-Karten-Slot. Und auf der Rückseite sieht man die gut verschraubte Befestigung für die Lenkerhalterung. Weiterhin gibt es noch einiges an Zubehör. Da hätten wir zum Beispiel ein paar Aufkleber, Kabelbinder und Kabelklemmen, ein Verbindungskabel zum Anschluss an die Batterie, ein USB-Verbindungskabel, die Halterung für das Motorrad, übrigens diesmal aus Metall und nicht wie bei anderen aus Plastik, ein bisschen Werkzeug zum Befestigen und ein paar Adapter für verschiedene Lenkerdurchmesser. Nochmal kurz zur Unterseite des Geräts. Der USB-C-Anschluss dient zur Stromversorgung, wenn das Gerät nicht am Motorrad befestigt ist. Der SD-Kartenslot ist für Updates und zur Speicherung von Videodateien gedacht. Bei verschiedenen Modellen von Shige wird das benötigt. Eine 8 GB Mini-SD-Karte ist bereits im Gerät installiert. Bei der optional erhältlichen CG Remote Control Pro handelt es sich um eine kabellose Lenkerfernbedienung, die speziell für das AEO 5 Play entwickelt wurde. Mit ihr kannst du während der Fahrt durch Menüs navigieren, Anrufe annehmen oder zwischen Apps hin und her wechseln, ohne dabei die Hände vom Lenker zu nehmen. Mit der beigefügten Halterung lässt sich die Fernbedienung einfach am Fahrzeug montieren. Die Verbindung zum Gerät erfolgt ebenso einfach per Bluetooth. Die Fernbedienung ist sehr leicht, gut verarbeitet und besitzt einen internen Akku. Über den USB-C-Anschluss an der Seite kann man diese ganz einfach wieder aufladen. Der ebenfalls optional zu bekommene External Tire Pressure Sensor überwacht in Echtzeit den Reifendruck und die Temperatur deiner Reifen. Die kompakten Sensoren bestehen aus Aluminium und lassen sich auch wieder per Bluetooth direkt mit dem Gerät verbinden. Im Lieferumfang enthalten sind die beiden Sensoren, ein kleiner Schlüssel zum Befestigen und 2 Kontermuttern als Diebstahlschutz. Die Bedienung des AEO 5 Play ist intuitiv und gut aufgebaut. Nach dem ersten Einschalten wählt man zunächst die gewünschte Ländersprache und stellt die passende Zeitzone ein. Danach erhält man eine Meldung, dass das Gerät nach Updates suchen kann.
Diese Option findet man unter Updates in den Systemeinstellungen. Da das Gerät über WLAN verfügt, kann man es nun entsprechend verbinden und die Updates werden automatisch installiert. Im Vergleich zu anderen Herstellern eine tolle Option. Das Gerät hat 2 unterschiedliche Dashboard-Monitore, auf denen mittels GPS die Geschwindigkeit, Tageskilometer, Uhrzeit, Sonnenuntergangszeit, warum auch immer, ein Kompass und die Anzeige der Reifensensoren, wenn sie verbunden sind, angezeigt wird. Das Menü Systemeinstellung ist gut verständlich aufgebaut. Unter Display kann man die Helligkeitsoptionen des Geräts einstellen sowie die Hintergründe für eins der Dashboards ändern. Unter Speicher findet man Informationen zum internen Speicher und der SD-Karte. Hier kann auch der Speicher formatiert werden. Unter Funktionen kann man die optionalen Geräte wie die Fernbedienung, Reifendrucksensoren oder ein Headset mit dem Gerät verbinden. Unter GPS findet man Informationen zur aktuellen GPS-Verbindung. Ebenfalls kann man in diesem Menü auch zwischen Kilometer und Meilen sowie Grad Celsius und Fahrenheit wechseln. Im Dashboard kann man nun über den linken Button das Gerät mit Apple CarPlay oder Android Auto verbinden. In den Einstellungen daneben hat man noch die Möglichkeit, diverse Einstellungen für die Verbindungen vorzunehmen. Da ich ein iPhone besitze, zeige ich hier kurz die Verbindung mit Apple CarPlay. Sobald man die Option ausgewählt hat, erscheint im CarPlay-Menü auf dem Smartphone auch schon das Shige IO5 Play. Mit einem Klick darauf erhält man die Verbindungsaufforderung und muss hier noch einmal das Koppeln bestätigen. Die Darstellung der einzelnen Apps kann man sich nun nach seinen eigenen Vorstellungen wieder anpassen. Das habe ich auch schon mal in anderen Videos erklärt. Ein weiteres, wie ich finde, Top-Feature ist der kleine Pufferspeicher für den Strom. Eine Funktion, die bei anderen Herstellern schon lange bemängelt wird und auch immer noch nicht umgesetzt werden konnte. Der Pufferspeicher im IO5 ist insofern nützlich, dass das Gerät zwischen dem Einschalten der Zündung und dem Starten des Motors nicht noch einmal komplett neu starten muss und somit auch die Verbindung zum Smartphone nicht verloren geht. Der Pufferspeicher hält hier ca. 5 Sekunden. Das ist auch an der roten Kontrollleuchte rechts am Gerät zu erkennen. Wird in dieser Zeit der Motor gestartet, bleiben die Einstellungen und die Verbindung bestehen. Ist man dann darüber hinaus, startet auch das Gerät komplett neu. Aber ich denke, 5 Sekunden sollten zum Starten des Motors ausreichen. Bevor ich das Gerät gleich am Motorrad installiere, werde ich noch kurz die Fernbedienung mit dem Gerät verbinden. Wie anfangs schon erwähnt, ist das recht einfach und schnell erledigt. Dazu geht man wieder in die Systemeinstellungen, dann auf Funktionen und wählt hier IR für die Fernbedienung aus. Hier klickt man auf Verbinden und das Gerät sagt, drücke eine beliebige Taste, um die Kopplung zu starten. Einmal gedrückt und schon ist alles verbunden. Nun kann man im Apple CarPlay-Menü mit der linken und rechten Taste durch die Menüs klicken und mit der OK-Taste bestätigen. Aber das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Schauen wir uns jetzt mal die Installation und Funktionen am Motorrad an. Zunächst installiere ich die Halterung. Durch die verschiedenen Einstellmöglichkeiten kann man die Halterung gut an die Gegebenheiten des Motorrads anpassen. Als nächstes kommt das Gerät in die Halterung. Durch die Kugelbefestigung auf der Rückseite hat man die Möglichkeit, das Gerät in alle Richtungen zu neigen, bis man die passende Position für sich gefunden hat. Ist alles verschraubt, sitzt das Gerät auch vertrauenswürdig fest und durch die Halterungsaufhängung am Gerät werden so Schwingungen absorbiert. Jetzt werden die Reifendrucksensoren installiert. Ich wechsle schon mal in das Menü und gehe zu den Verbindungseinstellungen. Dort drücke ich auf Verbinden und wähle dann die Option RDKS-Ventil aus. Am Reifen wird nun als erstes die Kontermutter aufgeschraubt und danach einer der beiden Reifensensoren. Der Sensor wird erkannt und im Display erscheint der Reifendruck für den Vorderreifen. Weiter geht es mit dem Hinterreifen. Hier auch wieder die Kontermutter drauf und dann den Sensor. Ist alles installiert, wird nun auch der Reifendruck vom Hinterreifen auf dem Display angezeigt. Hier hat man nun noch die Möglichkeit, den minimalen und maximalen Druck für den Sensor einzustellen.
Wird einer der beiden Werte unter- oder überschritten, bekommt man eine Warnmeldung und einen Warnton. Auch kann man hier, wenn man möchte, die Anzeige auf PSI und Fahrenheit ändern. Nun schraube ich noch die Fernbedienung ans Motorrad. Die Verbindung zum AIO 5 Play hatte ich ja schon vorab hergestellt. Noch einmal gucken, ob alles funktioniert, und dann kommt der Test in der Fahrpraxis. Trotz der Größe von nur 5 Zoll lässt sich alles sehr gut erkennen und ablesen. Alle Funktionen in den Dashboards und den Apple CarPlay waren auch mit Motorradhandschuhen ohne Probleme zu bedienen. Fernbedienung und Reifensensoren taten, was sie sollten, und haben sich auch nach einer längeren Pause sofort wieder mit dem Gerät verbunden. Die Bluetooth-Verbindung zum Headset im Helm ging problemlos und auch an der Soundqualität gab es meiner Meinung nach nichts auszusetzen. Die Bedienung des AIO 5 über die Fernbedienung ist, wie ich finde, etwas gewöhnungsbedürftig. Man hat sich aber auch hier sehr schnell daran gewöhnt. Zusammengefasst kann ich sagen, ist das AIO 5 Play ein gut verarbeitetes und gut funktionierendes Gerät mit vielen tollen Funktionen und Zubehör. Auch die von mir getesteten optionalen Geräte wie der Reifendrucksensor und die Fernbedienung funktionieren einwandfrei und sind eine gute Ergänzung. Der Preis ist im Vergleich zu bekannten Konkurrenzprodukten schon etwas höher. Somit kostet zum Zeitpunkt der Videoveröffentlichung das AIO 5 Play 419,95 €, die Reifendrucksensoren 86,95 € und die Fernbedienung 89,95 €. Es gibt auch Geräte, die speziell für BMW-Motorräder ausgelegt sind. Das vergleichbare Modell AIO 5 Play für BMW kostet 519,95 €. Auf der Website von Shige findet ihr viele weitere Informationen zu den verfügbaren Geräten, Zubehörteilen und Ersatzteilen. In der Videobeschreibung habe ich euch die einzelnen Geräte nochmal verlinkt. Wenn ihr über diese Links etwas kauft, erhalte ich eine kleine Provision. Damit unterstützt ihr mich und meinen YouTube-Kanal. Nachteile hat das für euch natürlich keine. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und ein Like besonders freuen. Wenn ihr selbst auch ein Gerät von Shige benutzt oder Fragen habt, dann schreibt doch bitte was in die Kommentare. Ich sage vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuschauen und verbleibe bis zum nächsten Mal. Also dann, wir sehen uns.